Naja, zur Marktwirtschaft gibt es einen entfalteten Markt, in dem die Waren sich austauschen zu ihren, im Idealfall zu ihren Arbeitswerten. Planwirtschaft funktioniert nur, wenn über alle Betriebe operational verfügt werden kann. So, daraus ergibt sich schon der Gegensatz, nicht, von Plan und Markt, nicht, was in der Marktwirtschaft im Nachhinein passiert. Realisierung auf dem Markt steht in der Planwirtschaft vorher. Statt Tausch gibt es in der Planwirtschaft Kooperation. Das sind die grundlegenden Widersprüche. Ja. So, und nun häufig, die Geschichte hat gezeigt, Markt und Plan können häufig in irgendeiner Weise zusammen koexistieren, bleiben dabei aber Widersprüche, die untergeordnet sind. Sie können aber eben zu antagonistischen werden. Und ich denke, das hat die DDR und die sozialistischen Länder, naja, fast bis zu diesem Punkt getrieben. Also vorher wurde schon politisch die Frage in Richtung Markt gelöst. Aber ich denke, sie wäre auch sonst in diese Richtung gegangen. 1989, als die DDR untergeht, für die anderen sozialistischen Länder gilt das ja immer noch. Ich würde das System immer noch als bis dahin sozialistisch bezeichnen. Die Betriebe waren eben im Volkseigentum. Und das, was sie immer erzählten, nicht, Ware und Wert, gab es ja in Wirklichkeit gar nicht. Die haben immer nur von Warenproduktion geredet, ne? Weil sie eben die Kriterien für Existenz von Waren verschoben haben, nicht? In ihren Theorien. Ne? So, es war in Wirklichkeit gab es keine richtigen Waren und keine richtigen Werte, obwohl sie immer darüber geredet haben. Ne? Aber wohin dann die Reise gegangen wäre, nicht, das zeigen dann Äußerungen nach der Konterrevolution. Nicht? Ich habe ja die Leute da zitiert. Nicht? Alles Sozialdemokraten. Insofern fast.